Hallo, in dem kurzen Video würde ich euch gerne einen Schlaftracker vorstellen, der meiner Meinung nach doch wirklich sehr, sehr gut ist. Man muss dazu sagen, diese ganzen Schlaftracker der Uhren sind nur Anhaltspunkte, also man kann das natürlich jetzt nicht mit einem Labor vergleichen, aber ich denke, so für den allgemeinen Fitnessbedarf ist es ausreichend und man bekommt ein paar Statistiken, die doch sehr interessant sind. Und bei dem Schlaftracker hatte ich jetzt auch so das Gefühl, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung, dass es doch ziemlich das abbildet, wie es auch in der Nacht war. Also wann ich aufgewacht bin. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 Kinder und jeder, der Kinder hat, weiß, dass durchgehende schlafende Nächte doch sehr rar sind, gerade wenn die Kinder noch jung sind. Und das wurde doch bis jetzt mit der Uhr immer sehr gut abgebildet. Ich hatte schon zum Beispiel einen Schlaftracker von Garmin und da hatte ich das Problem, dass diese Wachphasen gar nicht aufgezeichnet worden sind oder die Aufwachphase, also die Aufwachphase am Ende des Schlafes wurde nicht richtig getrackt. Oder wenn ich zum Beispiel einen Mittagsschlaf gemacht habe, das wurde nicht getrackt, etc. etc. Und das habe ich alles mit dieser App dabei und dabei handelt es sich hier um die App Autosleep. Gehen wir mal hier in die App hinein. Also die App selber auf der Apple Watch ist jetzt nicht so spektakulär. Man hat hier so eine kleine Übersicht, ein Wecker. Das ist AutoWake. Würde ich jetzt nicht so empfehlen. Ich finde tatsächlich den Wecker, den Apple selber anbietet, hier völlig ausreichend. Ich habe da jetzt eigentlich, ja, ich habe es einmal getestet, ist nicht so gute Erfahrung mitgemacht. Also wie gesagt, ich würde davon eigentlich fast abraten, da dafür das Geld auszugeben. Man sieht hier in der Statistik, meine Nacht, die war jetzt nicht so dolle, mit 3 Stunden 58. Was man hier an Prozent sieht, das ist ein sogenanntes Schlafkonto, das werde ich dann gleich in der App nochmal zeigen. Das ist quasi so, ja, den Defizit, den man hat, den man sammelt oder den Bonus oder das Positive, was man sammelt. Dann habe ich hier die Qualität, die war natürlich jetzt nicht so bombastisch, das sieht man hier auch in der Farbe. Das Befinden war erstaunlicherweise doch noch gut, kann ich auch bestätigen, ich fühle mich noch halbwegs fit, das kommt wahrscheinlich erst morgen. Und dann haben wir hier eine Übersicht der Bewertung, die Schlafbewertung und genau, da sieht man auch nochmal die Zeit, wo man geschlafen oder beziehungsweise wo ich im Bett war. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die App auf dem iPhone, weil hier sind deutlich mehr Daten vorhanden und das ist eigentlich auch das ganz Interessante an der ganzen App. Dann gehen wir mal in die App hinein. Dann sehen wir jetzt hier, wir haben Donnerstag auf Freitag war jetzt die Nacht. Hier bekomme ich noch einen kleinen Überblick. Ich habe jetzt von 1:19 Uhr bis 5:46 Uhr geschlafen. Das ergibt dann 3 Stunden 58. 4 Stunden 27 war ich im Bett gewesen. Und wenn ich da jetzt genau reingehe, kann man hier auch nochmal genauen Daten angucken. Das rote ist dann der Herzfrequenzbereich. Beziehungsweise hier sehe ich auch die Schlafphasen, also die Tiefschlafphasen, Ruhig- und Leichtschlafphasen beziehungsweise Wachphasen. Das ist ganz oben das Grüne. Dann habe ich hier nochmal eine Analyse. Ich habe hier 57% meines Schlafziels erreicht. Das kann man einstellen. Das habe ich hier auf 7 Stunden stehen. Ich bin jetzt einer, der nicht so viel Schlaf benötigt, beziehungsweise der jetzt nicht, also bei mir ist es so, wenn ich länger als 8 Stunden im Bett liege, ist das für mich eher kontraproduktiv als produktiv. Dann sehe ich nochmal, wie viele Minuten war ich wach, wie viele Minuten hatte ich leichten Schlaf, wie viele Minuten ruhiger Schlaf und den Tiefschlaf. Die Schlafeffizienz war doch trotz der kurzen Schlafzeit gut, weil ich in der Zeit, wo ich geschlafen habe, doch die entsprechenden Werte erfüllt habe dafür. Dann gibt es hier einen kleinen Herzbericht und natürlich noch den Sauerstoffgehaltsbericht. Unten drunter kann ich auch noch sehen, ob ich jetzt Lärmbelästigung hatte, weil die Apple Watch nimmt ja, sofern man es natürlich freischaltet, auch die Umgebungsgeräusche auf. Genau. In der Übersicht sieht man dann auch nochmal die Schlafzeit. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann gehen wir einfach mal hier und dann sehe ich hier ein Schlafkonto. Da sehe ich dann, wenn ich da drauf gehe, man sieht, die Apple Watch habe ich seit Anfang Juni wieder an, habe ich hier so eine Art Konto. Ja? Man sieht, ich habe jetzt sehr, sehr viele schlechte Nächte gehabt. Wir hatten jetzt ein paar Entwicklungsschübe um unsere Kinder, was dazu geführt hat, dass die Nächte doch relativ kurz waren und knapp. Und man sieht hier so sein Konto, also man sieht, ich war mal kurz davor, mein Minus wieder aufzuholen, also mein Schlafziel zu erreichen. Und ich bekomme hier dann auch so eine Art Guthabenbericht mit einer Empfehlung, wann ich doch früher ins Bett gehen sollte und wie viele Stunden ich schlafen müsste, um das Ganze wieder auszugleichen. Also man hat hier quasi so einen kleinen Überblick, ja, wie so ein kleines Konto natürlich. Dann sehe ich hier unten noch die Trends, wie die Entwicklung ist. Also man sieht hier, trotz der schlechten Nacht ist der letzte Schlaf gestiegen um 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so strebenswert ist. Dürfte auch ein bisschen mehr sein. Genau, dann habe ich nochmal die Schlafbewertung. Dann kann ich mir das nochmal en Detail anschauen. Wie viel Schlaf, wie viel Tiefschlaf. Also
Man sieht, es wiederholen sich auch einige Sachen hier, je nachdem, was man explizit nachschauen möchte. Dann habe ich hier nochmal einen kleinen Bericht über den Sauerstoffgehalt, über das Befinden. Also man kann hier auch überall nochmal reingehen und mal entsprechend dazu lesen, was die Beschreibung dazu ist. Und hier auch nochmal Schlafenszeit, Aufwachzeit. Und man kann hier, wenn man Licht aus betätigt, kann man auch der Apps direkt sagen oder der Watch hier, ja, ich möchte jetzt schlafen oder ich gehe jetzt schlafen. Genau, Heartwatch öffnen, das ist jetzt eine zweite App des Anbieters, die gekoppelt ist mit Autosleep. Kann ich jetzt empfehlen, ist jetzt aber jetzt nicht Bestandteil dieses Videos. So, dann kann ich hier noch auf die Uhr gehen, da sehe ich dann einen kleinen Überblick, wann ich geschlafen habe. Wenn ich jetzt hier auf dieses Rädchen drauf drücke, beziehungsweise da, wo die Zeiten stehen, komme ich hier in so eine Art Editor rein und da kann ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier jetzt gar nicht geschlafen, kann ich sagen, oder ja, dieser grüne Balken hier zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel, der wäre jetzt ein Wachbalken und da war ich eigentlich nicht wach, dann kann ich den hier quasi rauseditieren und dann habe ich hier durchgeschlafen. Genau. Oder wenn ich jetzt feststelle, okay, die Uhr hat irgendwie das aufgezeichnet, obwohl ich dann nicht mehr geschlafen habe, dann kann ich das auch rausnehmen, dann läuft es als wach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ganze noch nicht nutzen müssen, weil bis jetzt war das doch immer sehr, sehr genau, was die Zeit angeht. Genau, man sieht jetzt hier, dann habe ich den ganzen Tag auch gearbeitet und ja, war immer in Bewegung. Also es wird ständig überwacht quasi. Wenn ich auf den Verlauf gehe, dann kann ich mir das Ganze auch nochmal in der Grafik anschauen. Einmal die Schlafbewertung und dann gibt es hier die Qualität. Man sieht hier die Entwicklung. Also wie gesagt, das Loch entsteht dadurch, dass ich die Apple Watch einen Monat nicht anhatte, sondern eine Garmin-Uhr, weil ich da was testen wollte. Dann sieht man hier nochmal den Schlaf und dann die Bettzeiten werden auch ermittelt, also weil man sich nicht mehr bewegt. Also da gibt es, ja, man liegt quasi im Bett, das iPhone wird nicht mehr betätigt, man kann da so ein paar Sachen einstellen, dann geht die App davon aus, dass man im Bett liegt. Also ist aber auch ziemlich genau. Also ich bin da erstaunt, wie gut das eigentlich funktioniert. Dann haben wir hier noch die Herzfrequenzen und zu guter Letzt die Tiefschlafphasen. Genau, hier kann man nochmal direkt in den Editor reingehen. Ja, und hier gibt es dann nochmal mehrere Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, das Ganze sollte eigentlich mal ein kurzes Vorstellungsvideo sein, weil wie gesagt, die App finde ich sehr gut. Gerade wenn man im Bereich Schlaftracking was sucht, ist ja immer schwierig, weil die Apps kosten ja auch Geld. Ich finde, hier ist das Geld wirklich sehr gut angelegt und jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, wie er schläft und wie seine Herzfrequenzen sind und wie seine Erholung ist es doch ein schöner Tracker und der macht auch Spaß, da mal ab und zu drin rumzustöbern. Ja, man muss halt ein Faible dafür haben. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht und schlaft gut.